Wärst du denn gern mit Rosé zusammen? Nein, im Moment nicht. Und mit dir auch nicht. Das habe ich dir neulich schon gesagt. Aber da warst du noch mit Sophie zusammen und wolltest keine Dreierbeziehung. Jetzt denke ich an uns beide, zu zweit. Ich will im Moment keine Beziehung. Nein, ich würde die Karte zurückstecken. Ach Mensch, ob du sie ihr jetzt wiedergibst oder später. Wo liegt denn da der Unterschied? Wenn ich sie ihr von mir aus wiedergebe, wird sie vielleicht nicht ganz so sauer sein. Ach, glaube ich nicht. Ein paar Tausend machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Das ist mir damals entsetzlich schwer gefallen. Mein Studium im 6. Semester aufzugeben. Sie haben Ihr Studium nie beendet? Hat sich leider nie ergeben. Und jetzt ist es zu spät. Wieso? Was sollte Sie daran hindern, dass Sie wieder anfangen zu studieren? Ich möchte gerne wissen, wo du den Pullover her hast. Was soll ich sagen? Die Wahrheit. Um dir auf die Sprünge zu helfen. Ich habe gerade mit einer gewissen Frau Noll gesprochen. Wer soll das denn sein? Das ist die Besitzerin der Boutique, in der du diesen Pulli gekauft hast. Und sie meinte, er sei jetzt doch noch in Blau reingekommen. Das ist nicht mein Pulli, er gehört Jackie. Und warum ruft diese Frau dann hier an? Ja, was weiß ich, vielleicht hat sie die Telefonnummern verwechselt. Außerdem hat sie gar keine Secondhand-Boutique. Seltsam, nicht wahr? Kathi, du hast mit meiner Kreditkarte eingekauft. Hab ich nicht. Ich habe mir den Pulli von Jackie geliehen und Jackie hat ihn in einem Secondhand-Shop gekauft. Hat sie jedenfalls gesagt. Das glaube ich nicht. Der Pulli wurde mit Kreditkarte bezahlt und zwar mit meiner. Oder hat Jackie die Karte mitgehen lassen? Ja, sag mal, bist du verrückt? Nein, ich bin auch nicht blöd und ich will die Wahrheit wissen. Ich finde sie sowieso raus. Da gibt's nichts rauszufinden. Ich habe deine Karte nicht. Na gut, dann will ich mal nachsehen, ob meine Karten alle noch da sind. Und gnade dir Gott, wenn eine fehlt. So. Ich mache mich auf die Socken. Ach, Arno. Ja? Sag mal, hättest du was dagegen, wenn die Truppe von gestern Abend heute zu uns nach Hause kommt? Nein, überhaupt nicht. Gut, dann warten wir mit dem Essen auf dich. Bist du heute pünktlich? Das kann ich noch nicht so genau sagen. Das kommt ganz drauf an, was im Büro so alles anliegt. Es wird wahrscheinlich spät werden. Ach, schade. Heinz hätte sich nämlich gern mit dir weiter über Architektur unterhalten. Er meinte nämlich, du hättest wenigstens Ahnung davon. Das hat er gesagt? Ja. Weißt du, was er doch gesagt hat? Ich sollte mein Architekturstudium wieder aufnehmen. Echt? Ja. Der kommt auf Ideen. Aber das darfst du nicht übel nehmen. Wieso sollte ich ihm das übel nehmen? Ach, ich muss los. Wir sehen uns später. Ciao, Arno. Alita? Und, hast du mal wieder was von José gehört? Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Das ist alles. Und sonst? Nichts. Arbeit, ein bisschen Kneipe, das wär's auch schon. Und bei dir? So ähnlich. Hallo, ihr zwei. Ach, Hi. wie geht's denn? Ach, mal so, mal so. Und dir? Eher so. Ohne Markus bin ich nämlich ganz schön aufgeschmissen. Ich komme mit meinen Bewerbungen einfach nicht mehr weiter. Kennst du nicht jemand anders, der sich mit Kunsthochschulen auskennt? Leider nicht. Echt? Markus. Taucht auf, verschwindet, verschwindet, taucht auf. Ja. Und immer im falschen Moment. Ich höre mich mal um, vielleicht kenne ich irgendjemanden, der dir weiterhelfen kann. Das wäre prima. Und du sagst mir sofort Bescheid, wenn du was hörst, ja? Mach ich. Ich gehe dann rein. Jo. Die Arme, mit so einem Bruder ist man wirklich gestraft. Was ich sagen wollte, wie wär's denn heute Abend mit einem Videoabend? Gero, ich rede mit dir. Was? Wollen wir heute Abend Video gucken? Ja, warum nicht? Alles in Ordnung?
Hallo. Arno, hallo. Hey, das ist für heute Abend. Kannst du nicht doch zum Essen kommen? Weiß ich immer noch nicht. Brandner? Hallo Arno. Clarissa, was kann ich für dich tun? Ich wollte dich um ein Gespräch bitten. Bei dem Projekt in Herne gibt es Probleme. Ja, das weiß ich. Wie wär's mit morgen Abend? Gut? Gut, dann bis morgen. War Clarissa, sie will sich mit mir treffen. Heute Abend noch. Gibt da Probleme auf der Baustelle in Herne. Ja, dann fällt also das Essen mit deinen Freunden für mich leider flach. Naja, kannst du nicht vielleicht hinterher noch zu uns stoßen? Ah, das wird zu spät, fürchte ich. Tja, da kann man nichts machen. Ist doch nicht das letzte Mal, dass du deine Freunde eingeladen hast. Das nächste Mal bin ich unbedingt dabei. Genau. Diese Abendtermine mit deiner Chefin werden ja wohl nicht zur Dauereinrichtung werden. Ganz sicher nicht. Du meinst wirklich, Kathi würde sowas tun? Ich meine, wenn sie deine Kreditkarte benutzt, das wäre ja richtiger Betrug. Das ist ganz eindeutig. Die Boutiquebesitzerin hat geglaubt, dass ich die Sachen gekauft habe, weil mein Name auf der Kreditkarte stand. Und damit auf allen Belegen. Und es wäre nicht möglich, dass du sie verloren hast und irgendjemand anders sie gestohlen hat? Nein, die Karte war da. Ja, aber dann müsste Kathi sie ja zurückgesteckt haben. Mann, die hat Nerven. Und was mich am meisten schockt, sie muss meine Unterschrift gefälscht haben. Da steckt richtig kriminelle Energie dahinter. Außerdem quillt ihr Kleiderschrank über von Klamotten, die ich noch nie gesehen habe. Und nur teure Marken. Was sagt sie dazu? Sie leugnet alles. Und was willst du jetzt machen? Ich werde die Kreditkartenabrechnung abwarten. Und wenn da nur ein Posten ist, der nicht von mir stammt, dann ist sie fällig. Und wenn doch irgendjemand anderes sie genommen hat? Irgendein Hausangestellter oder Jackie? Naja, das könnte natürlich sein, wenn nicht dieser Anruf gewesen wäre. Es deutet leider alles auf Kathi hin. Hallo. Arno? Du hier? Ja, ich hier. Ich gehe darüber. Was darf ich dem Herrn bringen? Bitte ein alkoholfreies. Setzt du dich vielleicht einmal zu mir? Ich wollte deine Meinung in einer bestimmten Sache hören. Dauert nicht lang. Ach, im Moment kann ich nicht, aber vielleicht später? Gut, kommst du später. Ja, jetzt bring ich dir erstmal dein Bier. Lass mal, ich mach das schon. Danke. So, der Herr. Ein Bier. Danke. Darf ich? Ja, bitte. Und, wie geht's dir so? Ah, nicht so besonders. Muss ich ja viel an Julia denken. Hm? Aber wie man so schön sagt, das Leben geht weiter. Und sonst in der Firma, alles klar? Alles klar. Manchmal frage ich mich allerdings, ob ich noch in der richtigen Spur laufe. Was willst du damit sagen? Interessiert's dich? Würde ich sonst fragen. Du weißt doch, dass ich mein Architekturstudium nicht zum Abschluss gebracht habe. Ja, weil du Geld verdienen musstest. Was wolltest du sagen, wenn ich es wieder aufnehme? Was willst du damit sagen? Ja, wenn ich wieder an die Universität gehe, als Student. Du als Student? Das wäre albern, was? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Das wäre obercool. Der Bassist der Gruppe, der ist der Oberhammer. Ich sag's dir. Mit dem allein könntest du die ganze Gruppe promoten. Ah ja? Ja, total geil. Und der Sound, super, echt. Diesen ganzen Techno-Kram kann ich nicht mehr hören. Aber die waren auch alle auf der Musikhochschule, deswegen. Also die Gitarristin und die Schlagzeugerin und die beiden Typen. Mhm. Interessiert dich nicht besonders, hm? Doch, sicher. Ach, sei ehrlich. Ach, ich bin ehrlich. Ich bin
Vielleicht ein bisschen müde, aber erzähl ruhig weiter. Nein, wir sind ja auch zum Video gucken hier. Ich muss dir ja nichts von meiner Arbeit erzählen. Was wollen wir denn gucken? Antonias World, Irren ist männlich oder Jean-Claude Van Damme? Ist mir egal. Ach, Gero, du musst doch auch eine Meinung dazu haben. Ich glaube, ich hab doch keine Lust zum Video gucken. Was? Wieso denn das jetzt nicht? Ich bin einfach zu müde. Tut mir leid. Soll ich wieder gehen? Nee. Bleib ruhig. Ich gehe bloß schon schlafen. Gero, was ist denn? Hast du keine Lust, Video zu gucken oder willst du mit mir nicht? Quatsch. Ich sag doch, ich bin einfach nur müde. Mit Markus wärst du wahrscheinlich munterer, hm? Unsinn. Ich bin wirklich nur kaputt. Es tut mir leid. Hm? Ja, mir auch. Ja, wir werden immer gute Freunde bleiben. Von George Cross stammt der Satz, je größer der Haufen, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Hans Scharoun, das waren meine Helden. Sind das Architekten? Sind das Architekten? Das sind die Besten. Heinz, dieser Freund von Ehler, studiert Architektur, der steht auf Richard Myers. Aber ich sag dir was, die Postmoderne baut auf der Moderne auf und die ist nichts ohne Mies van der Rohe. Also, wenn man dich so reden hört, dann fragt man sich glatt, warum du nicht schon lange wieder an der Uni bist. Das scheint dir richtig Spaß zu machen. Ja, macht's mir ja auch. Hab das nur jahrelang verdrängt. Weißt du, Ramon, früher gab's für mich nichts Größeres als die Architektur. Ich kenne in Köln jedes öffentliche Gebäude. Ich kann dir genau sagen, wer es gebaut hat. Wann? Echt? Ja, dasselbe in Düsseldorf. War früher mein Hobby, Baupläne sammeln. Und irgendwo ein Wettbewerb stattfand. Arno Brandner ist Was ist denn mit dir los? Du redest ja wie ein Wasserfall. Ich? Ja, ich hab's von der Theke aus gesehen. Ach so. Was erzählt er denn so Spannendes? Ach so, dies und jenes. Hallo? Ja, entschuldigt. Ramon, der Gedanke, dass ich wieder studieren könnte, macht mich... Ich fühle mich glatt 20 Jahre jünger. Kannst du das verstehen? Ja, ey, du bist wie auf Pille. Das scheint dir richtig gut zu tun. Du solltest das durchziehen. Ja, dann verrat mir doch nur noch, wie ich das mit der Firma unter einen Hut bringe. Kannst du das nicht irgendwie nebenbei machen? Ja, irgendwie nebenbei. Kathi, warum gibst du nicht zu, dass du meine Kreditkarte genommen hast? Weil ich's nicht getan habe. Die Karte ist doch da. Wie soll ich denn bitte schon damit einkaufen gewesen sein? Du hast sie zurückgesteckt. Hab ich nicht. Und außerdem finde ich es eine Frechheit, dass du mir sowas zutraust. Na gut, dann warten wir ab, bis die Abrechnung kommt. Dann werden wir ja sehen, wer mit meiner Karte unterwegs war. Ich war's nicht. Oder wir gehen zusammen in die entsprechenden Geschäfte und fragen, wie denn die Barbara von Sterneck ausgesehen hat, die mit meiner Karte bezahlt hat. Vielleicht wird die Verkäuferin sagen, jung, blond, schlank. Kathi? Der Pulli gehört Jackie. Na gut, dann ziehen wir uns jetzt an und gehen in die Stadt. Nein! Also was? Wir müssen nicht in diese Geschäfte. Ach, also schön, ich geb's zu. Ich habe mir die Karte ausgeliehen. Ausgeliehen? Du hast meine Karte gestohlen. Du hast meine Unterschrift gefälscht. Was hast du dir dabei gedacht? Nichts. Mein Gott, so schlimm ist das doch gar nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist Betrug. Das ist Diebstahl. Was hast du noch alles mit meiner Karte bezahlt? Naja, ein paar Schuhe und ein Mantel. Der war aber runtergesetzt. Na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Oh Mami, jetzt sei doch nicht so. Die paar Klamotten. Die paar Klamotten? Du hast mich belogen. Du hast mich betrogen. Ach Gott, aber doch nur das eine Mal. Das war einmal zu viel. Guten Morgen. Na? Ausgeschlafen? Ja. Es tut mir leid, dass ich dich gestern mit dem Videorekorder allein gelassen habe, aber ich war echt fix und fertig. Ich glaub dir kein Wort.
du musst wissen, was du tust. Okay. Es fällt mir eben nicht ganz einfach, mit dir zusammen zu sein, als ob nie was zwischen uns gewesen wäre. Ja. Mit Markus wäre es wahrscheinlich einfacher. Was hast du eigentlich dauernd mit Markus? Hier geht's um uns, wie wir es schaffen, ganz normal miteinander umzugehen. Ja, und genau damit hat Markus was zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn vergessen hast, seitdem er neulich Abend bei dir war. Hab ich auch nicht. Dann siehst du. Was heißt denn das jetzt wieder? Wenn ich scharf auf Markus wäre, dann hätte ich ihm ja wohl kaum eine Abfuhr verpasst. Na, vielleicht bereust du das ja jetzt. Sophie, was soll das? Bist du eifersüchtig? Ach, Quatsch. Ja, warum redest du denn andauernd von Markus? Weil ich es ätzend finde, dass du nicht zugibst, wie du zu ihm stehst. Wie bitte? Oh, mach doch, was du willst, echt. Es war wirklich lustig gestern Abend. Heinz war übrigens sehr enttäuscht, dass du nicht da warst. Ja, tut mir leid, dass sich meine Besprechung so lange hingezogen hat. Glaub mir, ich wäre lieber dabei gewesen. Wo war eigentlich euer Meeting? Wo? Ja, im Büro oder bei Clarissa? Im Büro. Ah ja. Ach, ich habe übrigens noch was für dich. Das hat Heinz dir mitgebracht. Infomaterial zum Architekturstudium. Das finde ich ja reizend. Ja, er scheint dich tatsächlich noch mal zum Studentenleben bekehren zu wollen. Ja, offensichtlich. Er ist immer ein Spinner. Wieso? Ich finde es nett, dass er mir die Unterlagen gebracht hat. Nett. Aber vollkommen überflüssig. Morgen, Papa. Morgen, Ela. Morgen. Papa, es tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht mehr an deinen Tisch kommen konnte. Susanne. Du hättest ihn sehen sollen. Er hat den ganzen Abend auf Ramon eingeredet. Die beiden scheinen sich prächtig amüsiert zu haben. Was wolltest du eigentlich mit mir bereden? Ach, erzähl ich dir ein andermal. Kann ja nicht so wichtig gewesen sein. Ich denke, du warst gestern in der Firma. Mensch, du bist vielleicht blöd. Warum hast du ihr denn von dem Mantel und den Schuhen erzählt? Ach Gott, ich war in diesem Moment einfach total durcheinander. Und außerdem waren die Sachen nicht teuer. Ich muss jetzt nur zusehen, dass sie nicht noch mehr spitz kriegt. Ja, klar. Jetzt wird sie die Abrechnung doch erst recht checken. Ja, aber wenn ich die ganzen Sachen wegschaffe, dann kann sie nie beweisen, dass ich sie gekauft habe. Selbst wenn sie mich in die Geschäfte schleift. Stimmt. Dann kannst du immer noch behaupten, dass die Verkäuferinnen lügen. Und was machst du jetzt mit dem ganzen Zeug? Wegschmeißen? Nee, ich dachte, wir bringen es zu dir. Zu mir? Ja, wenigstens die Sachen, die sie noch nicht gefunden hat. Ich habe da so ein kleines Lager unterm Bett. Meine Alte flippt aus, wenn sich das Zeug bei mir stapelt. Ach komm, Jackie, das ist doch nur vorübergehend. Dann sagst du eben, dass du dir die Sachen bei mir ausgeliehen hast. Ach nee. Jackie, bitte. Wenn sie die Sachen findet, dann checkt sie all die Labels und Belege. Und dann merkt sie, dass ich nicht nur mit Kreditkarte gekauft habe. Stimmt, du hast ja auch noch dein Konto überzogen. Na, das wäre ja nicht mal das Schlimmste. Aber dann merkt sie auch, dass ich ihre Unterschrift gefälscht habe für diesen Dispo-Kredit. Und dann steckt sie mich garantiert zurück ins Internat. Komm, Jackie, bitte. Lass mich nicht im Stich. Na gut, weil du es bist. Danke. Du bist wirklich ein Schatz. Also, was ist hier eigentlich los? Hat einer von euch beiden vielleicht Knoblauch gegessen und haltet ihr deshalb diesen Sicherheitsabstand von 3,5 Metern? Naja, also irgendeinen Grund muss es ja haben, hm? Ich weiß nicht, warum Gero sich da hingesetzt hat. Ah, so. Ja, und warum hat sich der Gero dorthin gesetzt? Weil der Gero die liebe Sophie nicht beim Zeitungslesen stören möchte. Also, ich bin sicher, dass die liebe Sophie bereits die Zeitung ausgelesen hat und dass du ihr näher kommen könntest. Na gut. Ja, Genug geschmollt. Du hast ja recht. Ein bisschen jedenfalls. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich oft über Markus nachgedacht. Ich frage mich, was ich von seinen Liebesschwüren halten soll. was wohl? Ist doch klar.
Der will dich wieder rumkriegen. Und sobald du mit ihm im Bett warst, haut er wieder ab. Vielleicht hast du recht. Ich denke schon. Ich glaube, du solltest ihn am besten vergessen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass er weg ist. Hm? Naja, ich muss jetzt ins Büro und vorher noch mal nach oben. Also. Tschüss. Tschüss. Wenn du keine Lust hast, dich mit meinen Freunden zu treffen, ist das völlig in Ordnung. Aber das kannst du doch einfach sagen. Unehrlichkeit vertrage ich nicht. Ja, es tut mir leid, Ela. Und wenn du was auf dem Herzen hast, dann kommst du gefälligst zu mir. Dazu sind wir doch zusammen. Man kann über alles reden. Ich hatte Angst, dass du mich auslachst. Warum sollte ich dich denn auslachen? Sowas würde ich nie tun. Ach nein. Du hast es aber schon zweimal getan. Wann denn? Ja, gestern zum Beispiel und heute auch. Als wir über Dan Heinz gesprochen haben. Er hatte doch diese Idee, dass ich wieder Architektur studieren soll. Das fandst du sehr komisch. Ja, und? Ich habe seine Idee nicht als Scherz aufgefasst. Ich trage mich ernsthaft mit dem Gedanken, mein Studium wieder aufzunehmen. Oder notfalls auch ganz neu zu beginnen. Ja. Und wieso? Weil es immer mein Traum war. Warum soll ich ihn mir nicht erfüllen? Warum nicht? Ist es nicht vielleicht eher so, dass du irgendwie Komplexe hast, weil ich dann mein Diplom habe? Das ist doch Unsinn. Ich habe jahrelang ohne Abschluss gelebt. Nein, damit habe ich keine Probleme mehr. Es geht auch einfach darum, dass ich eine angefangene Sache zu Ende bringen will. Arno, du brauchst mir doch nichts vorzumachen. Du hast dich vor meinen Studienkollegen geschämt, stimmt's? Nein, das habe ich nicht. Arno, ich liebe dich so, wie du bist. Für mich brauchst du keinen Hochschulabschluss. Ela, es geht nicht um irgendeinen Siehst Abschluss. du, für mich bist du noch so der Größte. Vergiss doch diesen dummen Abschluss. Das ist doch wirklich lächerlich. Jetzt kommst du auf einmal mit Blumen an und willst mir noch nicht mal sagen, wo du warst. Aber das ist doch gar nicht so wichtig, wo ich war. Ach nein. Bitte, Georg, ich muss mit dir reden. So? Ich habe über uns nachgedacht. Ich hatte ja ein bisschen Zeit und Abstand. Das mag ja sein. Aber ich glaube nicht, dass dabei was Neues rausgekommen ist. Hm? Bitte, Georg. Du bist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich musste jede Sekunde an dich denken. Markus, ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich im Moment keine Beziehung will, bitte. Aber ich bin mir sicher, dass wir beide zusammengehören. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Und das weißt du auch. Georg, wir beide werden heiraten.